Es ist die Königsdisziplin beim Bergen. Ein leichtes Auto soll den schweren Brocken befreien. Doch auch das ist möglich, wenn man einige grundlegende Dinge beachtet. Der Einsatz des Kinetikseils ist hier zwingend, denn ohne die gespeicherte Energie würde nichts gehen. Aufgrund der immensen Kräfte müssen alle Befestigungspunkte unbedingt doppelt gesichert und es muss für eine gute Lastverteilung gesorgt werden. Das Zugmaul ist der ideale Anschlagpunkt beim LKW. Alternativ müsste man ein Dreieck zu zwei seitlichen stabilen Punkten bauen. Zur gleichmäßigen Verteilung der Kräfte am leichteren Iveco wird ein Ankergurt durch den Kinetikgurt geführt und an zwei Punkten des Leiterrahmens angeschlagen. Man sollte sich langsam herantasten und nicht gleich auf die größtmögliche Energie setzen, zumindest nicht, wenn Zeit für das Bergen vorhanden ist. So beginnt man mit dem Auslegen von etwa einem Viertel des Gurts. Sollte das nicht reichen, kann man mehrere Schlaufen legen, bis zu 60% der Seillänge. Aber Vorsicht, die hier entstehende Kraft entweicht schlagartig. Während des Manövers sollte die vordere Differentialsperre beim Havaristen ausgeschaltet bleiben, damit er gut mitlenken kann. Außerdem muss er mit Motorleistung unterstützen. Per Signal gibt er dem Vordermann zu verstehen, dass dieser anhalten kann. Wo es einer nicht packt, schaffen es vielleicht zwei. Das Anschleppen im Konvoi bietet gute Erfolgsaussichten. Hier sollten aber nur statische Seile verwendet werden. Und die Kommunikation ist bei so einem Manöver von noch größerer Bedeutung als ohnehin schon. Der Ablauf ist wie folgt. Hat sich der hintere LKW in seine Position vor dem Havaristen rangiert, wird hier der längste zur Verfügung stehende Gurt eingesetzt. Grund: das gefährliche Terrain so weit wie möglich meiden. Dann setzt sich der vordere Wagen vor das Gespann und schlägt den nächsten Gurt an. Zunächst spannt der hintere Wagen den Gurt zum Havaristen, dann der LKW vor ihm. Er ist es auch, der das Startsignal gibt, wenn alle bereit sind. Der Fahrer des mittleren Wagens muss unbedingt darauf achten, dass der Gurt zu seinem Vordermann nicht durchhängt, sonst kommt die Kraft logischerweise nicht beim Steckengebliebenen an. Danach Signal geben, wenn der Havarist frei ist. Hat man sich beispielsweise an einem steilen Hang festgefahren und zwei Helfer sind zur Stelle, ist das Winschen mit Umlenkung, also 2:1, eine sichere Variante. Sie ist eine gute Lösung, wenn der Havarist keine eigene Winde besitzt oder diese defekt ist. Dafür wird ein Windenseil mit dem bereits bekannten Snatchblock am Mitsubishi angebracht und auf zwei Punkte verteilt, denn die 7-Tonnen-Winde des Steyrs zieht durch die Umlenkung mit doppelter Kraft. Hier auf alle Fälle den Sicherheitsabstand einhalten, denn ein reißendes Seil kann lebensgefährlich sein. Kommt der Wagen den beiden Helfern näher, wird der Umlenkwinkel stumpfer und die Kraft umso höher. Daher sollten die beiden stehenden Autos nur so weit auseinander parken, dass der Havarist mittig durchpasst.